Bevor wir vor 2,5 Jahren auf die Panamericana aufgebrochen sind, habe ich gedacht, wir wären relativ gut vorbereitet und jetzt muss ich sagen, es gibt Dinge, die hätte ich gerne vorher gewusst. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bevor man auf die Panamericana fährt, weiß man natürlich, es wird in Südamerika und in Zentralamerika vor allem Spanisch gesprochen. Das heißt, ich kann ja schon mal eine Sprache lernen. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, kann ich mich mit dem Auto auseinandersetzen. Wir hatten den ein oder anderen Breakdown, einige Probleme. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Und darüber sprechen wir heute. Den inneren Kritiker zum Beispiel, den kann man nicht einfach zu Hause lassen. Du nimmst dich selber mit aufs Reisen und das überall hin, egal wohin du gehst. Und das bedeutet, du hast deinen eigenen inneren Kritiker immer dabei. Konflikte werden durch das Reisen nicht einfach sich in Luft auflösen, manchmal werden sie sogar verstärkt. War es wirklich klug, meinen Job aufzugeben, die Wohnung zu kündigen, all mein Hab und Gut zu verkaufen? Was, wenn ich nach der Reise nicht wieder etwas finde, was zu mir passt? In solchen Situationen hilft es immer, sich an das Warum zu erinnern. Warum bin ich auf so eine Reise gegangen? Das kann man super aufschreiben oder in eine Voice-Notiz sabbeln und sich das immer wieder anhören oder eben YouTube-Filme machen, indem man das immer wieder sich und seinen Zuschauern erzählt. Leistungsdruck geht auf so einer Reise nicht weg. Man trifft viele andere Reisende, die es zum Beispiel schaffen, viel mehr Content zu produzieren, viel mehr Wanderungen zu machen und viel mehr Ziele anzusteuern als man selbst. Man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Erfolg ist das, was folgt. Das heißt, wenn ich meine Reise erfolgreich werten möchte, dann gucke ich zum Beispiel auch auf persönliches Wachstum, auf Ruhe und Gelassenheit, auf Entschleunigung. Das sind auch Dinge, die sehr wichtig sind und das darf man nicht außer Acht lassen. Man hat Angst, nicht genug zu erleben. Wenn man müde und kaputt ist, sagt der innere Kritiker, jetzt müsstest du dich aber aufraffen, um doch noch diese und jene Wanderung zu machen. Ich für mich habe gelernt, vertrau einfach deinem natürlichen Rhythmus und wenn du mal wegen Muskelkater oder was weiß ich auch immer oder anderen Erschöpfungserscheinungen nicht so viel schaffst wie andere Reisende, dann ist das halt so. Wir sind alle unterschiedlich gebaut. Vergleiche mit anderen Reisenden. Andere sind mutiger, kreativer, sportlicher, was auch immer. Meistens liegt das an dem Medienkonsum, den man selber hat. Wenn ich also vielen Kanälen folge, die mir diese idealistischen Bilder suggerieren, dann entfolge ihnen einfach. Dann entfolge ihnen und folge anderen, die entspannter vielleicht sind und besser zu deiner persönlichen Reise passen. Oder folg niemandem und mach einfach nur deine eigenen Sachen. Besonders bei mir Zweifel an der eigenen Kreativität. Andere schaffen es so viel besser inhaltlich zu arbeiten und so viel tollere Filme zu gestalten. Warum sollte ausgerechnet ich euch sowas wie hier erzählen oder Videos über unsere Reise machen? Aber Kreativität lebt von Freiheit und nicht von Perfektion. Ich produziere hauptsächlich für mein Zukunfts- und Vergangenheits-Ich und ich erlaube mir, schlecht zu sein. Viele sprechen auch von Identitätskrisen in der Ferne. Wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? Wer bin ich ohne meine Wohnung und ohne meine Hobbys, die ich montags, mittwochs und freitags so vollziehe? Du bist mehr als nur die Rollen, die du im Alltag spielst. Meditation, Natur oder gute Gespräche mit Freunden und anderen Reisenden helfen, den eigenen Wesenskern wieder neu zu entdecken. Es gibt Reisende, die haben Schuldgefühle. Du hast dieses Privileg, an solche Orte zu reisen und beschwerst dich trotzdem. Transformiere einfach deine Schuld in Mitgefühl. Anstatt dich schuldig zu fühlen, kannst du dein Privileg gezielt nutzen. Zum Beispiel zum Teilen und zum Inspirieren. Denn Schuld lähmt, aber Dankbarkeit bewegt. Und jetzt fängt das hier ein bisschen an zu regnen. Ich hoffe, das hört gleich auf. Das zieht hier ein bisschen zu, aber ich versuche es trotzdem noch zu beenden. Es ist halt alles nicht perfekt. Heimweh ist real und kommt meistens unerwartet. Ich selbst hatte hauptsächlich Heimweh nach vor allem Familie und Freunde und Aktivitäten mit denen, aber auch nach Essen, so Spargel, Grünkohl und so weiter. Merle hat es schon etwas heftiger getroffen und sie hatte eine richtige Krise dann in El Salvador. Und ja, Heimweh muss man einfach als Teil des Prozesses mit anerkennen. Ich denke, über so eine Reise hinweg kann man auch ein Zuhause in sich selbst finden und dadurch unabhängiger von einem bestimmten Ort werden. Was aber wichtig ist, ist eigene Beziehungen oder persönliche Beziehungen zu pflegen, zu Freunde und Familie, das aufrechtzuerhalten und dann vielleicht auch sich einen Termin zu setzen, einmal pro Woche, dass man sich wirklich Zeit nimmt, ein paar Stunden und sich bei allen meldet. Das ist nicht einfach, aber es hilft auf jeden Fall gegen Heimweh. Nicht jeder Traum fühlt sich traumhaft an. Es gibt auch Frust, Zweifel und Monotonie.
Wir zum Beispiel haben ständig Probleme mit unserem Captain Knut. Unser Auto von Kühler gesprengt in Peru bis Lackschäden, Turboprobleme in Argentinien, Keilriemen quietschen, Ladebooster, Solarpaneele, Leck im Dach, Fenster kaputt. Also die Liste ist unendlich und auch das ist Teil einer solchen Weltreise und fühlt sich eben nicht so traumhaft an, wie es häufig dargestellt wird auf Instagram oder in Reisedokumentationen, die hauptsächlich das Positive an so einer Reise zeigen. Man hat auch oft Zweifel und fragt sich, ist das hier jetzt noch das Richtige, was wir hier eigentlich machen? Die allerbesten Begegnungen sind die, die man nicht plant. Wir zum Beispiel haben nicht geplant, im Norden von Argentinien in einem riesigen Schlammloch hinten mit dem Auto aufzustoßen und unsere Anhängerkupplung vom Strom zu trennen und dadurch einen Kurzschluss und eine Implosion in der Starterbatterie herbeizuführen. Das war ein schwieriger Breakdown in the middle of nowhere. Aber der netteste Argentinier, Toni, der hat uns aufgenommen bei sich zu Hause, hat uns erstmal auf seinem Campingplatz geholfen, die Karre überhaupt wieder zum Laufen zu bringen, hat uns mit einem Trecker ums und durch das Dorf ziehen lassen, dass er wieder anspringt, hat nicht funktioniert. Dann hat er uns überbrückt mit einer anderen Batterie, sodass wir zu ihm nach Hause fahren konnten. Und dann durften wir 2 Tage bei ihm wohnen, während er uns kostenlos geholfen hat, alles wieder in den Griff zu kriegen. Hat uns geholfen, eine neue Batterie zu besorgen, die einzubauen, hinten das Problem zu lösen. Das war atemberaubend. Aber auch andere Reisebekanntschaften, die wir gemacht haben, aus denen richtig Freundschaften sich entwickelt haben. Das sind alles Dinge, die kann man nicht wissen, die kann man nicht planen, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Und das ist auch irgendwie schön. Und zu guter Letzt, du musst nichts beweisen. Niemandem. Diese Reise gehört dir. Und zwar nur dir. Kein Vergleich, kein Wettbewerb. Andere Leute, andere Interessen, andere Prioritäten und ein anderes Tempo. Was ich damit sagen will ist, du musst für so eine Reise nicht perfekt vorbereitet sein. Das Wichtigste ist, bleib offen. Für dich selbst, für andere und für all das, was kommt. Was sind Dinge, die dich beschäftigen? Was hättest du gerne vor einer Langzeitreise gewusst? Schreib das gerne mal in die Kommentare und vielleicht können wir ein bisschen weiterhelfen. Ja, das war auch mein erstes Mal mit so einem Video. Leute, ich weiß ja auch nicht, ob das so gut ankommt. Andere machen das so viel besser. Und die sind besser ausgeleuchtet, auch die anderen. Und bei mir regnet es einfach. Oh, ist das schwierig. Okay, wir machen nochmal Pause. Test, Testosteron. Ha! So! Das schaffst du, Max. Das schaffst du. Schaffst du. Hast du noch nie gemacht, aber das schaffst du. Das wird gut. Wird ein gutes Video. Mehrwert für die Zuschauer. Bevor wir vor 2,5 Jahren auf die Panamericana gefahren sind, wir sind ja nicht direkt drauf gefahren, Max. Ich bin mit 2 linken Händen auf die Welt gekommen. Das heißt, auf der Panamericana habe ich gelernt. Nochmal. Inzwischen muss ich sagen, es gibt so ein paar Dinge, die hätte ich gerne vorher gewusst. Und zwar, dass man immer noch mal anfangen kann. Scheiße. Nochmal aus. So, jetzt sind wir doch auf. Take Nummer 3. Jetzt wird's geil. Die Bärenglocke.